mein Name ist Jens Wolling. Ich bin Professor für empirische Medienforschung und politische Kommunikation, so heißt das ganz offiziell. Bin seit 14 Jahren mittlerweile hier als Professor in der TU Ilmenau. Mein Lebenslauf ist jetzt nicht so ganz geradeaus gewesen. Ich habe, nachdem ich das Abitur gemacht habe, erstmal eine Lehre gemacht als Zimmermann, habe dann auch tatsächlich auch als Zimmermann eine Zeit lang gearbeitet, war dann 2 Jahre im Entwicklungsprojekt in Nicaragua auch noch. Das heißt, habe eigentlich erst relativ spät auch angefangen zu studieren. Und dann lief das aber alles relativ gut. Also das ist so grob mein Lebenslauf. Und ja, was mache ich? Ja, für die Studierenden sind es sozusagen Angebote im PI-Forschung oder Untersuchungsmethoden, Forschungsseminare in der Richtung. Das sind so die Dinge, die ich Ihnen versuche zu vermitteln, in dem Bereich. Und ja, im Bereich der politischen Kommunikation sind das vor allen Dingen jetzt auch Dinge, die sich mit ja, Umweltkommunikation, das war so in den letzten Jahren mein Schwerpunktthema, Klimakommunikation, das waren Bereiche. In der Forschung sind wir da etwas breiter aufgestellt, haben wir auch viel zum Flüchtlingsthema gemacht, jetzt aktuell auch eine größere Studie zum Thema Corona. Ja, also da sind wir breit aufgestellt und versuchen da interessante aktuelle Themen, die wir denken, die für die Zukunft in Deutschland oder auch vielleicht auch darüber hinaus von Relevanz sind, zu gucken, wie darüber kommuniziert wird, wie die Medien berichten und so weiter. Ja, das ist so unser Schwerpunkt. Okay, vielen Dank. Jetzt haben Sie ja schon ein paar Themen genannt. Gibt es so ein Kernthema, was Sie wirklich brennend interessiert, was ja, wo Sie mit Herzblut dabei sind? Ja, es ist schon das Thema Umwelt, Klimakommunikation, das ist etwas, was mich schon längere Zeit beschäftigt. Da sind wir auch immer wieder dabei, auch Projekte anzustoßen. Im Augenblick versuchen wir gerade ein größeres Projekt zu bekommen. Wir hoffen, dass das klappt, hoffentlich schon ab 1. April. Da geht es sozusagen um die Kommunikation der Energiewende. Und man guckt, inwieweit kann man dort dazu beitragen, dass es auch eine möglichst sachliche, eine möglichst wissensbasierte Kommunikation stattfindet. Das ist so die Intention. Jetzt haben Sie auch vorhin ja, erzählt, dass es Ihnen an der TU Ilmenau sehr gut gefällt und dass Sie deswegen dort geblieben sind. Mhm. Was war denn so ein bisschen der Auslöser dafür? Gab es da einen bestimmten Grund oder war es wirklich einfach, weil Sie gesagt haben, hey, hier gefällt es mir, hier möchte ich weitermachen, gute Kollegen und so weiter? Was war da der Grund für? Jetzt haben Sie schon etwas genannt, ja, gute Kollegen, gute Arbeitsbedingungen, das ist schon ein wichtiger Punkt gewesen. Das ist vielleicht auch überraschend, wenn man jetzt sagt, ich war vorher in der LMU in München, wo man denken würde, da sind die Arbeitsbedingungen vielleicht noch besser. Das ist nicht der Fall gewesen. Hier waren die Arbeitsbedingungen deutlich besser, sowohl von der Ausstattung her, also das, was man sozusagen zur Verfügung bekommen hat, um zu forschen und zu lehren. Also auch die Größe des Teams, mit dem ich hier gearbeitet oder mit dem ich hier arbeite, war von Anfang an deutlich besser als in München. Es ist aber auch sozusagen der Ort. Ich mag es gerne, in etwas kleinerem Ort zu leben, wo man in 5 Minuten im Wald ist, Spaziergang machen kann. Das sind also für mich ist ein Zeichen von hoher Lebensqualität und das ist halt in München jetzt nicht. Da war jetzt für mich schon die ganz bewusste Entscheidung. Ich meine, ich habe in Berlin studiert, in Dresden promoviert, von daher kannte ich schon einige große Städte und ich muss jetzt ehrlich sagen, dieser etwas kleinere Rahmen gefällt mir schon sehr gut. Ich glaube auch, dass man da sehr effektiv eigentlich arbeiten kann. Ja. Würden Sie das effektiv arbeiten vielleicht auch ja, für die Studierenden empfehlen? Also denken Sie, für die ist das auch eine gute Sache? Also ich denke schon, also dass man hier eigentlich tolle Möglichkeiten hat. Also wenn ich jetzt an meine Studienzeit zurückdenke in Berlin, von meinen Kommilitonen habe ich 2, 3, 4 etwas näher kennengelernt, weil es einfach an so einer großen Universität wie in Berlin einfach so ist, dass man trifft sich in den Seminaren und entweder versucht man denn da irgendwie einen Kontakt herzustellen und den auf Dauer zu stellen, aber so wie es halt hier in Ilmenau ist mit dieser Campus-Universität, wo man sich dann halt ja fast zwangsläufig kaum aus den Wege gehen kann, hat man natürlich auch ein viel höheres Potenzial an etwas gemeinsam zu machen und das ist, ich denke, sowohl für das private Leben natürlich ganz schön, als auch, denke ich, auch für das Studium ganz gut, dass man da diesen Kontakt hat, wo man sich austauschen kann. Das ist ja schon sehr, sehr hilfreich. Auch für das spätere Berufsleben, denke ich, ist das durchaus ein Potenzial, dass man da sich schon ein kleines Netzwerk aufgebaut hat während des Studiums. Okay. Jetzt mal weg von ja, der
persönlichen ja, Perspektive vielleicht oder dem, was man so in Ilmenau macht und mal direkt zur Lehre, gibt es da irgendwas, was besonders wichtig ist, was Sie irgendwie vielleicht sogar umsetzen wollen oder was Sie vielleicht auch an der TU besonders wichtig finden, was es hier gibt? Also ich bin eigentlich schon seit Jahren der Ansicht, dass bestimmte Lehrformen, so die klassische Vorlesung, dass das etwas ist, was, ja, das gehört ins letzte Jahrhundert oder vielleicht sogar ins vorletzte Jahrhundert. Das ist nicht mehr eine adäquate Form. Man kann das jetzt in gewissem Umfang auch noch weitermachen, aber aus meiner Sicht dann eher in digitalen Formen. Das heißt, man würde dann halt kleine Videos machen, wo man bestimmte Informationen vielleicht auch in kleineren Häppchen aufbereitet und dann zum Abruf bereitstellt. Das ist, denke ich, etwas, was man machen sollte. Und ansonsten denke ich, aus meiner eigenen Erfahrung, die persönliche Interaktion ist sozusagen der Schlüssel und möglichst in kleinen Gruppen. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Studienzeit, da gab es so ein paar Situationen, da war ich mit meinem Prof, waren wir zu zweit oder vielleicht mal zu dritt und haben sehr intensive Gespräche über bestimmte Themen geführt. Und vielleicht in dieser halben Stunde habe ich manchmal mehr gelernt als in dem ganzen Semester. Also ich denke, diese direkte Interaktion, dieses Eingehen auf eigene Vorstellungen, auf besondere Ideen, das ist das, wo man viel lernt oder wo man auch mal ein Feedback bekommt. Also das ist jetzt, da hast du dich völlig verrannt. Das ist aus meiner Sicht sozusagen die Zukunft der Lehre. Diese ganze traditionelle Wissensvermittlung über Vorlesungen und sowas, das ist aus meiner Sicht ja nichts, was man im Face-to-Face-Kontext machen sollte. Das kann man auslagern. Und alle anderen Sachen, wenn man dann darüber redet, wenn es da Nachfragen gibt, das erscheint mir die effektivste Form. Und das kann, Wenn Sie das jetzt kann mal, online sein, das kann aber auch sozusagen im persönlichen Kontext sein. Also beides ist da möglich. Also ich habe jetzt auch durchaus im letzten Jahr gelernt, dass man ganz häufig auch in dieser Runde, in der wir jetzt hier sind, viele gute neue Ideen bekommen kann und Projekte gut vorbereiten kann. Also es muss nicht unbedingt immer dieses persönliche Gegenübersitzen sein. Das ist manchmal auch sehr gut und sehr hilfreich und auch wichtig. Aber vieles geht auch so. Und das ist nicht unbedingt ein Nachteil, weil es dann auch mal ganz schnell geht. Also ich merke das jetzt mit meinen Mitarbeitern. Man hat eine Idee, dann meldet man sie an und sagt, wollen wir nicht mal ganz kurz drüber reden? Und da redet man dann halt drüber und kommt auch sehr schnell dann zu Ergebnissen. Also da ist eine Dynamik da, die man, ja, die es vorher so nicht gab, muss man schon sagen. Obwohl wir eigentlich die Möglichkeit bis zu einem gewissen Grad auch gehabt hätten, aber man hat es einfach nicht gemacht. okay, dann frage ich jetzt mal ganz plump, worüber Sie denn als Wissenschaftler immer noch staunen können. Gibt es da was? Ja, tatsächlich ist es eher so, dass, wie Sie schon gemerkt haben, dass man mit vielen gesellschaftlichen Problemen beschäftigt. Das heißt also, in dem Moment, wo ich mich mit Biodiversität oder Klimawandel oder sonst was beschäftige, dann merke ich immer wieder, das, was ich mir sozusagen so im ersten Moment vorgestellt habe, bestimmte Dinge funktionieren. Ich dann, je mehr ich da mich mit beschäftige, ich merke, du hast so wenig Ahnung davon, das ist schon traurig, wie wenig Ahnung du davon hast. Und dann kommt man immer wieder ins Staunen rein. Ich würde jetzt sagen, Sie hatten gefragt, worüber ich staunen kann, oder wo jetzt vielleicht auch meine Interessen sind. Das ist schon ganz häufig außerhalb der Kommunikationswissenschaft. Also die Kommunikationswissenschaft ist für mich jetzt sozusagen das Tool, was ich denke, was viele andere Wissenschaften auch gebrauchen können, um ihre wichtigen Themen auch gesellschaftlich relevant zu machen. Ich merke das dann auch immer wieder in Diskussionen. Also wenn wir haben da jetzt in dem Projekt, was wir gerade vorbereiten, haben wir mit Max-Planck-Institut, Fraunhofer, sitzen wir da zusammen an einem Tisch und man merkt, dass sozusagen sie alle vor dem großen Problem stehen, wie kann man die wichtigen gesellschaftlichen Fragen so in die Welt kommunizieren, dass sie dann halt auch dort bei den Entscheidungsträgern oder auch bei der Bevölkerung dann halt auch richtig ankommen. Also da würde ich sagen, ja, da haben wir schon ein gewisses Handwerkszeug uns erarbeitet. Und für mich ist es jetzt immer wichtig, dass ich in den anderen Bereichen, wo ich jetzt mit den Leuten, mit denen ich arbeiten will, also wir haben jetzt ein anderes Projekt, wo wir gerade versuchen, das zu machen, das ist hier im Ilmkreis, da geht es das heißt Klimawandelregion Ilmtal und da merkt man, dass dann wieder so neue Ideen, also Agrophotovoltaik heißt das, hatte ich vorher noch nichts gehört, da musste ich mich erstmal darüber informieren, wie funktioniert das und dann auch welche Probleme sind damit verbunden. Im ersten Moment klingt das alles ganz toll
Und je mehr man sich damit beschäftigt, dann merkt man auch, naja, es ist nicht alles Gold, was glänzt, wie man so sagt. Und also dieses sich aneignen auch von Wissen außerhalb des eigenen Faches, das ist für mich etwas, was sehr spannend ist und was ich auch gerne mache. Und das dann immer dann im Nachhinein zu überlegen, ja, okay, und jetzt, was bedeutet das für uns als Kommunikationswissenschaftler? Auf der einen Seite, wie kann man dort entsprechend angemessen kommunizieren, das ist das eine, aber auch, was sind da für interessante Fragestellungen? Also jetzt, wo können wir als Kommunikationswissenschaftler da auch nochmal was lernen? Was haben Sie sich denn vielleicht noch für Ziele gesetzt, sowohl als Dozent als auch persönlich? Dann habe ich gesagt, du willst jetzt die letzten Jahre, die dir bleiben im aktiven Dienst, will ich mich jetzt stärker der Wissenschaft noch widmen. Was im Studium für mich eine Rolle spielt, ist, ich habe jetzt in letzter Zeit auch vermehrt so Medienprojekte betreut, zum Beispiel jetzt im Biosphärenreservat engagiert haben, die dann also Filme fürs Biosphärenreservat machen, oder eine andere Gruppe, die jetzt hier im Ilm-Kreis schaut, welche Aktivisten gibt es im Zusammenhang mit Klimawandel von verschiedenen NGOs, verschiedenen auch Unternehmen, die jetzt in der Richtung etwas machen, dann auch eine Webseite oder Social-Media-Angebote aufstellt. Also diese Form auch der praxisorientierten Arbeit, das gleiche auch im Bereich der Bachelorarbeiten oder auch der Masterarbeiten, die ja schon sehr an konkreten Themen, die jetzt auch mit unserem Forschungsinteressen zusammenhängen, das zu betreuen, auch man am Ende sagt, ja, da ist etwas bei rausgekommen, was praktisch verwertbar ist. Ja, das ist sehr spannend. Aber ansonsten kann ich noch persönlich sagen, ich habe, nachdem ich sozusagen als Dekan und sonst was abgelegt habe, habe ich mich dann auch politisch engagiert. Bin dann, ohne dass ich es damit gerechnet habe, bin ich zum Kreistagsmitglied gewählt worden. Bin jetzt seit einem halben Jahr als Nachrücker im Kreistag auch. Ich könnte Ihnen da, glaube ich, sehr lange was zu erzählen, aber es soll jetzt reichen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal und folg uns auf unseren Social-Media-Kanälen.